Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Erstmal vorab vielen lieben Dank nochmal für den ganzen Support, den ihr mir in dem ersten Twitch-Livestream entgegengebracht habt. Ja, jetzt ist ja das erste Mal, dass ich mich jetzt wieder in Videoform hier bei euch melde und deswegen bedanke ich mich da auf jeden Fall sehr bei euch. Wir haben hier zusammen fast die 1000 Follower nach dem ersten Tag zusammengebrochen. Das ist natürlich extrem krass. Vielleicht kriegen wir das bis morgen noch hin, denn morgen plane ich auf jeden Fall den nächsten Stream. Ich hatte ja gesagt, zweimal pro Woche werde ich auf jeden Fall durchziehen und ja, das wird auch so sein, es wird auch so passieren und ich werde mir nicht extra so einen Zeitplan hier aufbauen können, weil immer irgendwas bei mir so dazwischen kommen kann. Ja, also da kann ich euch nicht hundertprozentig das genauso versprechen. Was ich aber sagen kann, wenn es wirklich feststeht, dann werde ich hier auf YouTube immer einen Tag vorher ankündigen, wann ich live bin, damit ihr dann noch genug Zeit habt, um auf jeden Fall da am Start zu sein und demzufolge kündige ich heute an, dass ich morgen live bin. Ja, um 18:30 Uhr werden wir hier reinstarten bis 21 Uhr. Länger habe ich leider nicht Zeit. Kurzer Stream, aber auf jeden Fall, ich würde sagen, besser als gar nichts auf jeden Fall, ne? Und deswegen bin ich da in der Zeit für euch da, ja, und eventuell schaffen wir vielleicht sogar die 1000 Follower. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, aber trotzdem ist schon krass genug auf jeden Fall und vielen, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für den ganzen Support. Ist echt krass und ja, wir werden heute das Giveaway auslosen, was wir gestartet haben vor 2 Tagen und genau, wir haben es jetzt 9:32 Uhr, viel länger kann ich es leider nicht herauszögern, deswegen müssen wir das jetzt schon auslosen. Wir aktualisieren nochmal. 3 Leute sind nochmal dazugekommen, ja, die jetzt nochmal die Chance darauf haben hier, auf die 100 € Paysafe Guthabenkarte. Und dann würde ich mal sagen, kopieren wir mal die URL raus. Auch extrem viele Teilnehmer auch wieder hier, deswegen Dankeschön auch dafür. Wirklich extrem krass. Und dann gehen wir mal hier rüber, fügen das hier ein und filtern das natürlich wieder so, dass wenn einzelne Accounts mehr geschrieben haben, diese natürlich dann auch rausgefiltert werden und quasi nur der einzelne User zählt und nicht die mehreren Kommentare, die sie abgegeben haben. Mal gucken, wie viel es am Ende übrig geblieben sind und wie gesagt, es sind gar nicht mal so wenig oder so viele, sag ich mal, die das gemacht haben. Am Ende des Tages kann immer nur einer gewinnen, aber seid auf jeden Fall nicht traurig, ist natürlich extrem niedrig die Chance, ne? Es wird definitiv in Zukunft auch noch weitere Giveaways geben, deswegen da auf jeden Fall, wer da nicht verpassen will, gerne hier ein kostenloses Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, in 3, 2, 1 picken wir den Gewinner und gewonnen hat Haspulat 5923, wann neues Parfüm-Review. Ja, da muss ich gleich zu meinen ganzen Düften hier rüber schauen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für das Interesse, es freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, herzlichen Glückwunsch an dich, du hast gewonnen. Bitte melde dich bei mir auf Discord oder Instagram. Beide Links findest du unten in der Videobeschreibung. Schreib mir da gerne und dann lasse ich dir den 100 € Paysafe Card Code zukommen. Ja, muss ich mal gucken, weiß ich nicht. Also wenn auf jeden Fall da das Interesse von mehreren Leuten besteht. Ich hatte mal so ein Review gemacht, es kam gar nicht mal so verkehrt an. Deswegen bin ich da gar nicht so abgeneigt, muss ich sagen. 2600 Aufrufe vor einem Jahr ist jetzt schon ein bisschen länger her. Meine Sammlung hat sich seitdem her das hat sich wirklich sehr vermehrt auf jeden Fall. Deswegen, muss man mal gucken, ne? Hin und wieder kann man das definitiv mal machen. Ne? Ja, genau, das erstmal dazu. Haben wir das erstmal soweit? Genau, morgen 18:30 Uhr ist dann hier der nächste Stream. Und wie gesagt, hier auf YouTube werde ich es immer einen Tag vorher dann ankündigen. Ne? Es wird auch bestimmt mal Tage geben, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe als morgen. Aber das will ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Und wir müssen ja auch, sag ich mal so, auf eine bestimmte Streaming-Anzahl sowieso kommen pro Monat, damit wir uns auch diesen Affiliate-Status da sichern können, denn der ist auf jeden Fall nötig, um Kernfeatures freizuschalten, wie die Kanalpunkte, Umfragen, Wetten,
ja, Subs natürlich, ne, Prime-Subs und mit damit den dazugehörigen Emotes und Sub-Badges, die ihr dann halt auch im Chat habt und ja, die Emotes verwenden könnt. Das ist natürlich auch ganz klar, ne, da müssen wir ja auch irgendwie mal hin. Und deswegen müssen wir da, denke ich mal, auch noch ein bisschen Gas geben, aber das habe ich mir definitiv vorgenommen. So, verringert den Schaden bei gescheiterten Fluchtversuch 40, ja, ja, es ist jetzt alles nicht so geil irgendwie, aber ja, nehmen wir mal das hier. Dann werden wir definitiv mal die Fässer benutzen. Mal gucken, wir sind jetzt auf ja, über Etage 50, das heißt, es könnte vom Ding her sein, ja, dass wir jetzt wieder die Challenge-Räume bekommen. Ich bin gespannt, ob wir heute ein bisschen mehr Glück haben, weil meine Erfahrung mit diesen Challenge-Räumen, ich weiß nicht, schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht, mal so ein paar Erfahrungswerte mal von euch da zu sammeln. Wer es gesehen hat im Stream, also ja, wir haben, glaube ich, insgesamt 6 Mal geschafft oder so, auf den Challenge-Raum 5 zu kommen, also das Höchste, was es gibt, so, ne, und wir hatten irgendwie, ja, 2-mal Metall, 1-mal Gold, 1-mal Epic, 1-mal gar nichts und noch irgendwas. Ich glaube auch irgendwie einmal nochmal Gold oder irgendwie so, ne? Und das auf Etage 5. Da muss ich ehrlicherweise gestehen, das finde ich ein bisschen frech tatsächlich, weil, ja, also klar, man kann so argumentieren, du musst ja so oder so hier an diesen Räumen irgendwie vorbei und ob du jetzt nun hier die normalen Monster annimmst oder durch die Challenge-Räume gehst und da halt eben die Monster klatscht, ist ja nun egal und dann kann man das, ist nice to have, nimmt man auf jeden Fall mit, ne? Aber ich finde, man sollte das schon so ein bisschen differenzieren, sag ich mal, wenn man wenn man ja, es geschafft hat und sich die Mühe gemacht hat und ja, bis zum letzten Challenge-Raum zu kommen, sollte man dementsprechend auch ja, an ein Mindestmaß an Belohnungen erfahren. So wie es jetzt momentan gerade ist es so, dass du im letzten Challenge-Raum alles oder nichts bekommen kannst. Du kannst da bis hin zu Legendary Items, das ist so das Höchste, was ich so gehört habe. Was willst du Höheres haben, so, ne? Aber du kannst auch gar nichts bekommen im Challenge-Raum 5. Und ich finde, dafür, dass man halt eben auch ja, nach dem ersten Challenge-Raum, wenn man hier halt eben flüchtet, genauso viel bekommen kann wie auf Etage 5, finde ich ein bisschen frech, weil, ja, ich weiß zwar nicht, wie sich die Chance erhöht auf Legendary Items, umso höher man kommt, aber ich hatte auch schon gehört gehabt, dass Leute zum Beispiel auf ja, Etage 4 rausgegangen sind, surrendert haben und dort auch ein Legendary Item bekommen haben. So, ne? Deswegen, ja, ich finde, irgendwie sollte es ein Mindestmaß an Belohnung geben und nicht so dieses alles oder nichts, auch selbst wenn du es geschafft hast, durch alle Räume durchzukommen. So, ne? Finde ich ein bisschen low, sag ich mal. Ne? Und es ist auch tatsächlich, soweit ich gehört habe, egal, ob du die Monster bekämpfst oder flüchtest, scheißegal, Hauptsache du kommst halt bis zur Etage 5 so, ne? Aber ja, es ist halt ein bisschen weird gemacht auf jeden Fall. Weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Verringert den Schaden, okay, wir haben hier keine Damage Reduction Runen am Start, deswegen ja, flüchten wir einfach mal. Wir versuchen mal so gut wie möglich durchzuflüchten hier. Ja, das sieht ja sehr gut aus. Okay, hier sind wir einmal geflüchtet, das ist gut. Und nochmal geflüchtet, sehr schön. Und dann flüchten wir nochmal. Passt. Und ja, wir haben die 5 Challenge-Räume mitgenommen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht die größte Herausforderung. Es kommt immer darauf an, wann begegnen dir diese Türen. Die begegnen dir meistens immer im ungünstigsten Zeitpunkt, muss ich dazu sagen. Meistens immer, wenn du Lowlife bist, fast tot. Ne? Am besten hast du noch, weiß ich nicht, 1% Leben und bei dir tickt der 10er Poison rein. Also so vom Ding her, in dem Moment begegnen diese Challenge-Räume. Und dann hatte ich es auch schon öfter gehabt, wir haben uns extra darauf vorbereitet, dass wir Full Life haben. Wir sind sogar 1-2 Mal taktisch gestorben, kurz vor Etage 50, weil wir davor die Erfahrung gemacht haben, okay, auf Etage 50, kurz danach kommen die Challenge-Räume und ja, dann kamen sie einfach gar nicht. Also es kann auch passieren, wir haben uns dann gewundert, es ist Stufe 80, Stufe 90,
So, es kommen immer noch keine Challenge-Räume, die können auch gar nicht erscheinen, ne? Also ich hatte auch auf dem Radar gehabt, dass die mindestens einmal pro Dungeon erscheinen, aber muss auch nicht sein. Also wir hatten auch öfter gehabt, dass die in einem kompletten LD-Run gar nicht erschienen sind. So, ne? Also das kann auch passieren. So, und wir klicken mal jetzt hier drauf auf die Challenge-Truhe und gucken mal, was wir jetzt rausbekommen. Ja, ein Epic. Also da muss ich tatsächlich auch sagen, ist jetzt wieder Etage 5, ne? Ich finde es ein bisschen low, tatsächlich, zu sagen, ey, weil du kriegst halt auch goldene Truhen, kriegst du einfach so random irgendwie so, ne? Wie gesagt, das nimmt man natürlich mit. Man sollte sich auch nicht so beschweren, vielleicht, so wie ich, sag ich mal. Aber so dieses Epic zum Beispiel, das bringt ein Jahr auch überhaupt gar nichts. Also zumindest bei mir in dem Bereich, wo ich spiele, da schmeiße ich das in den Kessel. Dann gibt mir das 4 Millionen. Ne, das gibt eine 2 Millionen, wenn kein Hexen-Event ist und so. Dann hätte ich sogar lieber einmal Gold gehabt. So, ne, dann hätte mir das mehr gebracht, 15 Millionen. Weil, ab einer bestimmten Stufe brauchst du keine Ressourcen mehr. Du brauchst auch nicht mehr das Epic irgendwie equippen, bringt sowieso nichts. Brauchst auch nicht in die Toilette schmeißen, weil du schon komplett gemaxt bist, was Aura angeht. Das heißt, ja, wenn du keine Ressourcen brauchst und das nicht in die Toilette schmeißt und das Item an sich auch nicht brauchst, dann verkaufst du es halt. So, und da kriegst du halt eben weniger Gold, als wenn du eine normale Kiste eben öffnest. Ne? Schreibt mir mal gerne eure Kommentare, eure Meinung in die Kommentare dazu, was ihr zu den Challenge-Räumen sagt. Vielleicht sehe ich es auch ein bisschen zu kritisch aus meiner Perspektive, kann auch sein. Vielleicht sagt ihr auch so, okay, ja, ist nice to have, aber man sollte jetzt nicht erwarten, dass man jetzt so krasse Belohnungen bekommt. Ne, kann natürlich sein. Die anderen Türen, muss ich ehrlicherweise gestehen, alles, was mir bisher so... siehst du, das jetzt zum Beispiel, das hat jetzt den gleichen Wert wie ein Challenge-Raum gehabt jetzt so. Hier gehen wir mal hier durch. Wir haben ja die Opferrune am Start. Das macht nicht viel Damage, denn die Tür. Also nur die Tür, also die Kiste macht immer noch viel Damage, deswegen nehmen wir die nicht. Also die anderen Türen, die mir so im LD hier untergekommen sind, die, muss ich sagen, die feiere ich wirklich sehr. Also diese Ressourcentüren sind schon nice. Man bekommt sehr oft auch mal so Sanduhren im Tausch zu zum Beispiel Seelen oder so, ne, die man jetzt ja gar nicht mehr braucht. Ist eine sehr geile Lösung, um mal die überflüssigen Ressourcen ein bisschen loszuwerden so und ja, die gegen andere Ressourcen zu tauschen. Ne, bevorzugterweise natürlich Sanduhren, weil Sanduhren braucht man immer. Jetzt mit dem Expeditionsevent braucht man die tatsächlich gar nicht mehr so doll, aber ja, Sanduhren braucht man einfach immer so. Ne? Achso, übrigens, ja, das ist keine neue Waffe, die ich hier drin habe, für die Leute, die sich wundern. Das ist noch meine alte Waffe. Ich habe aber das Design mir angenommen von der neuen Waffe, weil mir die optisch sehr gut gefällt. Die alle anderen Items, die ich hier gefunden habe im LD, die habe ich verkauft. Meine Kunigunde, der habe ich den Bogen ausgerüstet. Wir können auch sehr gerne mal einen kleinen Dungeon Fight machen, das machen wir mal ganz kurz, damit ihr mal die Animation auch davon seht. Ansonsten, ja, mein Bertram hat noch die alte Waffe, ich habe auf W50, da habe ich das Schild ausgerüstet, sehr geil. Und hier ist auch die neue Waffe, ne? Also auch ziemlich cool auf jeden Fall, muss ich sagen. Gefallen mir sehr, vor allen Dingen das Schild, da bin ich auch ein Riesenfan von. Optisch sieht das sehr gut aus. Genau, und designtechnisch die Waffen und die Animation. Und da hören wir jetzt mal auch ganz kurz rein bei der Kundi-Waffe. Ne? Also die Kundi-Waffe gefällt mir wirklich sehr gut, auch vom Sounddesign her. Ich drehe mal den Sound gleich ein bisschen auf, dann seht ihr, was ich meine. Und zwar hier. Also das ist schon sehr genial. Da schießt die Kunigunde einfach einen Besen mit einer Katze rüber zum Gegner. Das ist schon sehr geil. Und auch hier die Animation und der Sound auch von der Magierwaffe, muss ich sagen, finde ich auch sehr gelungen tatsächlich. Magierwaffen finde ich sowieso immer am coolsten von denen, die neu erscheinen so. Beziehungsweise generell sind Magierwaffen einfach, finde ich persönlich zumindest so optisch, am coolsten. Ne, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich einen Magier spiele. Und gefällt mir auf jeden Fall alles sehr. Die neuen Sachen, die neuen Items, die hier designt worden sind für den legendären Dungeon, auf jeden Fall mal wieder sehr gelungen, muss man so sagen.
Ja, auch der Gürtel hier ist auch nicht verkehrt. Genau, und so sieht das Ganze aus. So, wir gehen nochmal ganz kurz hier, wir gucken nochmal ganz kurz, wie weit wir kommen hier im LD, bis wir hier dann irgendwann verrecken. Ah, ja, perfekt. Ja, nice. Das hat ja wieder sehr gut geklappt hier. So, 5 Schlüssel am Start. Das heißt, wir können hier wieder einnehmen. Der Ausweichende hier. Ja, und auf jeden Fall immer natürlich versuchen, den LD ja, so bespielt wie möglich zu haben. Also, ja gut, was meine ich jetzt damit? Also immer versuchen, bis zum Ende zu spielen, damit ihr halt eben tot seid, damit ihr euer Leben regenerieren könnt in der Zeit, wo ihr nicht da seid. Sollte man immer nutzen. Ja, toll. Da hat mir das Glücksrad jetzt mal nicht so Gutes beschert. Ansonsten muss ich sagen, so Glücksrad, okay, ist so 50-50, so vom Feeling her so circa. Dass man was Gutes bekommt. Gut, das war's jetzt. Jetzt müssen wir wieder warten und ja, jetzt hat man halt eben die Zeit, wo man sagen kann, okay, jetzt regeneriert sich das Ganze wieder. Das sind meine Stats übrigens auf dem Main hier. Ja, wir haben sehr lange gebraucht, bis wir die Waffe gefunden haben. Ich glaube, beim 18. Oder ja, also es waren ja alles Ultimate Runs. Kann auch sein bei 19., 20. oder keine Ahnung, irgendwie so. Ja, haben wir das Ding gefunden. Manche haben geschrieben, okay, ja, teilweise beim ersten Run, teilweise beim 50. noch nicht. Deswegen ist auf jeden Fall, ja, ziemlich random das Ganze wieder. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch weiterhin alles Gute im LD, dass ihr da das bekommt, was ihr euch wünscht. Ne? Good luck und das war es erstmal soweit von mir. Wir hören uns morgen natürlich wieder in einem weiteren Video plus Livestream dann auf Twitch. Und ja, bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.